Schön, dass du da bist. Heute gibt es ein wunderbares Rezept für einen superschnellen Frischkäse, denn den macht man am besten selbst, ohne Chemie und ohne künstliche Zusatzstoffe. Mit nur 2 Zutaten macht das nicht nur keinen Aufwand, sondern spart auch richtig Geld. Und zur Belohnung gibt's pure Frische und absoluten Genuss. Das Beste ist, du kannst selbst entscheiden, wie cremig oder fettarm er sein soll, aber das erkläre ich dir gleich noch. Nun pressen wir erst einmal den Saft einer Zitrone aus. Ich bevorzuge immer Bio-Zitronen, aber dieses Rezept funktioniert auch mit gekauftem Zitronensaft. Möglich ist auch Essig zu verwenden. Ich persönlich bevorzuge jedoch Zitronen. Nun kannst du variieren. Für die leichte Variante nimm fettarme Milch mit 1,5%. Die normale Stufe wäre Vollmilch mit 3,5%. Die Rahmstufe benötigt 100 Milliliter Sahne mit in dem Liter Milch und die Doppelrahmstufe wird aus Milch und Sahne jeweils zur Hälfte gemischt. Egal welche Variante du benutzt, gebe die Milch in deinen Topf. Ab auf den Herd damit und dann lasse die Milch auf 80 bis 90 Grad aufheizen. Solltest du kein Thermometer besitzen, erkennst du die richtige Temperatur am Dampfen und leichten Bläschen am Rand der Milch. So oder so muss sie heiß genug sein, bevor der Zitronensaft hineinkommt. Sonst wird die Milch nicht dick und es bildet sich kein Käsebruch. Alsdann gebe den Zitronensaft in die heiße Milch hinein, schön langsam und gediegen unter stetigem Rühren. Das mit einem Kochlöffel und keinen Schneebesen, der würde den Käsebruch zu fein machen. Und so schnell geht's, du siehst bereits, dass die Milch ausflockt und sich der Käsebruch bildet. Ich decke die Milch ab und lasse sie für 10 Minuten ruhen. Bei der Hälfte der Zeit richte ich mir mein weiteres Arbeitsmaterial. Da reicht es, wenn du ein Sieb mit einem Küchentuch oder auch Papier- bzw. Käsetuch nimmst und rühre die Milch nochmal vorsichtig um sicherzustellen, dass sich die Säure wirklich gleichmäßig verteilt und die Milch auch optimal gerinnt. Nach den 10 Minuten siehst du, wie sich ein wunderbarer Käsebruch gebildet hat. Du kannst noch etwa 1 bis 2 Teelöffel Salz hinzugeben. Lieber etwas weniger, denn rausnehmen kann man nichts am Ende. Ob Salz drinnen ist oder nicht, spielt letzten Endes nur für den Geschmack eine Rolle. Nun das Salz einfach vorsichtig unter den Käsebruch heben. Und nun ist die Milch auch bereit, passiert zu werden. Nun wird die Flüssigkeit nur vorsichtig abgegossen. Dabei trennt sich die Molke vom Käsebruch. Das dauert nun je nach eigener Vorliebe 5 bis 10 Minuten. Du kannst die Molke auch vorsichtig ausdrücken aus dem Käsetuch. Wie du siehst, ist da nämlich jede Menge Flüssigkeit drinnen. Den Frischkäse könntest du so zwar bereits verköstigen, jedoch um einen ganz besonderen cremigen Frischkäse zu erhalten, gebe den Käsebruch noch in eine Schüssel. Und je nach Trocknungszustand noch 1 bis 2 Molke zum Frischkäse. Und nun vermixe alles gründlich mit deinem Mixstab, bis du eine wunderbar cremige Textur erreicht hast. Und so take it easy hast du deinen eigenen Frischkäse gezaubert. Super cremig und mit keinem gekauften irgendwie zu vergleichen. Du könntest nun Schnittlauch oder Kräuter deiner Wahl hineingeben. Abschmecken auf jeden Fall nicht vergessen. Die restliche Molke kannst du für viele Arten verwenden, wie Brotteigen, in Smoothies, Suppen oder Eintöpfen und sogar auch für die Herstellung für Ricotta. Aber das wäre ein anderes Video wert. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Selbermachen des wunderbar cremigen Frischkäses. Lass es dir gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch.